Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Aufgebraucht-Video von mir. Sorry zuerst mal, ich weiß, ich war eine lange Zeit nicht hier und es ist viel passiert. Ich hatte Corona, ich hatte sonst viel in meinem Leben zu tun momentan und genau, aus diesem Grund wurde es ein bisschen später. Aber dafür habe ich euch einen XXXXL Haul, sorry. Und ja, wir fangen mal an und ich zeige euch mal meine Produkte, die ich verwendet habe. Und zwar mache ich es diesmal so, dass ich sie nach Kategorien aufgeteilt habe und genau, ich denke, so ist es vielleicht mal anders und etwas Neues und ja, ich fange mal an, weil sonst geht dieses Video eine halbe Stunde oder so. Genau, also. Als erstes fange ich mal mit Essen und Haushaltsprodukten, so Sachen an. Genau. Und zwar habe ich die Spekulatiuscreme von DM Bio gebraucht. Die war ja im Winter sehr berühmt und die ist so lecker gewesen. Ich habe diese geliebt auf Brot zum Frühstück und ja, ich habe jetzt nicht Rezepte gemacht mit dieser, irgendwie so Süßes oder so, aber zum Brot war das super. Genau. Dann habe ich diesen indischen Holi Drachenfrucht Mango Mesmer Tee aufgebraucht. Genau. Und diesen mochte ich nicht so, weil dieser ist mit Drachenfrucht und Mango-Aroma und ich fand, dieser Tee hatte gar keinen Geschmack. Also ich habe diese Früchte gar nicht rausgeschmeckt und für mich war das einfach heißes Wasser und darum ist nicht zu empfehlen. Eigentlich haben Mesmer-Tees sehr gute Tees, aber mit dieser habe ich nicht so gute Erfahrung gemacht. Genau, was habe ich sonst noch? Von Pocky Chocolate Coconut diese Sticks hier. Und diese sind speziell, die sind eben mit Kokosnuss. Und ich habe diese mal von meinem Freund erhalten, der an einem Game-Event war oder Fantasy-Event. Und diese haben sie dort halt verkauft, da es so Japan-Edition war. Und genau, die war auch sehr lecker. Dann, was habe ich sonst noch? Von der Migros hier habe ich Farmer Soft Shock Tourist diese Stängel aufgebraucht. Von dieser Tourist Marke oder wie man dem sagen will, gibt es auch eine Schokolade und die ist so lecker, Leute. Die hat so eben Haselnüsse drin, Mandeln, Schokolade und auch eben in diesem Stängel drin war das auch wie die normale Schokolade und das war so lecker, Leute. Also das war eine Limited Edition, glaube ich, gibt es so nicht mehr, aber war sehr lecker. Genau. Dann, was habe ich sonst noch gebraucht? Oh ja, das war etwas sehr Spannendes. Ich habe mich so gefreut auf das. Und zwar von Zweifel diese Pulle im Körbli Chips. Und das sieht so aus, eben Poulet im Körbli und nebendran hat es meistens noch Pommes drin. Und ich war so gespannt auf diese Chips, also ich habe das noch nie gehört, so ein Geschmack. Und ich habe diese gekauft und gegessen, aber also das Gewürz war super, das ist wirklich so Geflügelgewürz gewesen, aber so wirklich nach Poulet im Körbli, welches man im Restaurant isst oder so, war es jetzt nicht so. Also es war nicht ultra speziell, aber die Verpackung und die Idee sind super. Also ich hoffe, es gibt weitere so spezielle Editionen. Genau. Dann habe ich einmal Berner Mandelbärli in Erdbeer aufgebraucht oder gegessen. Und das war so lecker, Leute. Also mit Erdbeere jetzt in dieser Saison super. Also sowieso Mandelbärchen. Ich bin ja von Bern und das ist sehr berühmt in Bern. Also diese Süßigkeit.
Ich kann euch das ja mal hier einblenden, wie das so aussieht. Und ja, die haben verschiedene Geschmäcker. Und immer wenn es etwas Neues gibt, probiere ich es natürlich aus. Genau das. Dann, ihr wisst ja sicher, ich liebe Kokosnuss. Und ich liebe auch Schokolade und ich habe etwas entdeckt, was es bei euch in Deutschland oder auch Österreich, glaube ich, schon lange gibt. Aber bei uns in der Schweiz kommt das immer sehr spät. Und ich habe das entdeckt, Leute. Toffifee mit Kokosnuss. Also wie ihr seht, hier ist es so weiß und das Weiße ist nachher Kokosnuss. Und das ist so lecker, Leute. Also das normale Toffifee schon ist lecker, aber dieses mit Kokosnuss für Kokosnussliebhaber ist perfekt. Also ich habe das im Coop bei uns gekauft und es hatte schon fast nichts mehr, weil ist eben eine Limited Edition und ich glaube alle drehen durch und haben so viele gekauft und genau, geht und probiert das aus, Leute. Genau, das war schon mal das Essen. Nachher kommen wir mal so zu Haushalt und so speziellen Produkten, welche ich jetzt nicht so in eine spezielle Kategorie reingetan habe. Genau, und zwar einmal das Spülmittel von Manella und zwar in Limited Edition in Oriental Spice Richtung. Und dieser Geschmack war toll, hat so Zimtsachen, aber mit der Zeit ging es mir nachher auf die Nerven und ich war richtig froh, ist es ausgegangen. Es hat ja noch ein bisschen, aber ja, ich bin froh, ist es fertig und ich habe jetzt eines mit Rose und das ist viel besser und das werde ich auch mal zeigen, wenn es fertig ist. Genau. Dann, was habe ich sonst noch? Von Mercada oder Mercada Antibacterial Handgel Antibakteriell El-Gele. Also das hatte ich mal von einem Hotel in der Türkei mitgenommen nach Hause. Und das hat so gut gerochen, Leute, so kräutrig und so. Genau, die Konsistenz war super. Was mich ein bisschen gestresst hat, war diese Öffnung. Die ist so groß. Und ich habe so, am Schluss konnte man es fast gar nicht mehr rauspressen. Also die Flasche ist so hart, da muss man einfach warten, bis die Flüssigkeit einfach nach unten geht und auf die Hände kommt. Und die Verpackung hat mir nicht so gut gefallen. Genau. Nachher habe ich einmal das Vitamin D3 von Burgerstein aufgebraucht. Diese brauche ich ja immer. Und Vitamin D3 ist ja gut für Frauen allgemein und ja, habe ich verwendet, habe momentan diese nicht, weil, ja, keine Ahnung, ich habe diese auch viel verwendet, da mein Auge immer zuckte, aber jetzt momentan ist super so und Vitamin D haben wir ja genug jetzt, viel Sonne und Sommer und heißes Wetter und darum noch nicht jetzt momentan gerade. Dann habe ich etwas für die Füße, das ich jedes Mal brauche, und zwar das Compeed Blasenpflaster. Und da sind, ich weiß gar nicht wie viele drin, aber irgendwie so 5 Stück oder so und ist recht teuer bei uns hier. Und ich kann euch sagen, diese Marke ist die beste für die Fersen hinten, weil die klebt man mal drauf und die gehen nicht mehr weg, außer irgendwie man hat Kontakt mit Wasser, aber sogar dort bleiben diese stehen. Also ich liebe diese Marke und die ist super auch, wenn irgendwie eure neuen Schuhe reiben. Und so zur Vorsorge, dass dort keine Blasen entstehen, verwende ich diese auch immer. Genau. So, das war Haushalt. Krimskrams, was ich nicht zuordnen konnte. Genau, und dann kommen wir mal zu den Haarprodukten. Und zwar habe ich vom Mardan Hotel, wo ich letztes Jahr im Herbst gewesen war, das Be Fine Spa
Satzcreme, Hair Conditioner, Haarspülung aufgebraucht. Und die hat richtig gut gerochen, hat gut gepflegt und ja, eben, ich nehme immer so Reisegrößen mit und teste sie aus und ja, war super. Dann, was habe ich sonst noch? Ah ja, von Wilkinson Sword Rasier Shaving Mousse für sanfte und seidige Haut, das Rasiergel. Das kann ich auch sehr gut empfehlen, ist auch eine Reisegröße. Und für die Ferien natürlich super, aber auch das Rasiergel hat mir sehr gut gefallen und die Farbe ist auch so rosarot und ja, ich bin schnell. Der Geruch war auch gut, also wirklich so nach wie Rose, genau. Super. Dann habe ich noch die Haarentfernungscreme von Balea aufgebraucht. Die hole ich mir auch immer nach, wenn ich in Deutschland bin. Und die ist so, das sind so 2 Cremen, die man mischt. Und dann kann man so störende Härchen im Gesicht oder keine Ahnung wo aufbleichen. Und die werden nachher von so dunkel, wenn ihr wie ich dunkelhaarig seid, aufhellen und dann sieht man diese störenden Härchen nicht mehr. Genau. Habe ich aufgebraucht und hole mir sie immer wieder nach. Ist super. Dann einmal von Batiste das Trockenshampoo Plus für dunkles Haar, Divine Dark. Habe ich aufgebraucht. Der Geruch ist super, die Farbe ist auch gut, also das Puder, man sieht es nicht in den dunklen Haaren. Und ja, wenn ihr eure Haare nicht immer waschen möchtet, aber auch nicht fettige Haare haben möchtet, dann braucht ihr dieses, wie ich. Und ja, das habe ich aufgebraucht, aber das ist ein bisschen teurer. Jetzt habe ich eines von Balea, auch für dunkle Haare und ich muss sagen, ich sehe gar keinen Unterschied. Also das von Balea ist auch super und ich glaube, ich hole mir dann nur noch dieses. Also Batiste ist ein bisschen teurer, obwohl es eigentlich das gleiche. Ja. Und dann eben, wie gesagt, hatte ich leider Corona. Und ja, mir ging es nicht so gut und aus diesem Grund wollte ich Medikamente brauchen und habe auch so einiges ausprobiert und sonst so geschaut, was ich machen kann. Und zwar habe ich von Bad Heilbrunner den Reizhustentee fertig getrunken. Ich hatte so einen schlimmen Husten, trockenen Husten und dieser Tee war super, weil ich konnte dann wieder durchschlafen und musste nicht nonstop husten. Und diesen Tee holen wir uns auch immer und ist super. Genau. Dann war auch meine Nase verstopft und ich musste immer niesen und ja, verstopfte Nase ist nie toll. Aus diesem Grund habe ich mir von Vicks den Inhaliererstift geholt, welcher die Nase befreit und die Atmung erleichtert. Und Leute, ich sage euch, ich schwöre auf dieses Produkt, wenn meine Nase verstopft ist und ich nicht mehr atmen kann durch die Nase, ihr müsst das in die Nase raufziehen mit diesem Stift und dann eure Nase ist wieder offen. Also ihr könnt wieder atmen und der Geruch von diesem Stift, welches ihr einatmet, ist so gut. Also es ist wie so Pfefferminze, Eukalyptus und so Sachen und das hole ich mir auch immer wieder nach. Also ist mein heiliger Gral bei verstopfter Nase, kann ich empfehlen. Dann noch etwas für Corona, was ich aufgebraucht habe, war Isla Cassis, die, wie sagt man, 30 Halspastillen für Heiserkeit, Hals- und Hustenreiz. Und ich mochte dieses so gerne, bevor ich Corona hatte, für eben Halsschmerzen und so. Die haben es so gut genutzt. Und aber jetzt bei Corona muss ich sagen, leider gar nicht. Also war für nichts, weil
ich habe die gebraucht und ich hatte so schlimmen Husten. Also es hat mir gar nichts gebracht. Der Schleim ist nicht weggegangen. Das Husten blieb hartnäckig und ja, also für Corona empfehle ich diese nicht, aber für normale Halsschmerzen und so, da geht es, genau. Dann bin ich leider auch allergisch gegen Gräser hier in der Schweiz. Man sagt auch, glaube ich, Heuschnupfen. Und aus diesem Grund ja, ist es sehr anstrengend, irgendwo rauszugehen bei schönem Wetter, da es sehr schlimm ist für mich. Und aus diesem Grund habe ich auch so Tabletten für Allergiker gebraucht, für eben Gräserallergie, Heuschnupfen hauptsächlich. Und ich kann euch diese sehr empfehlen. Das ist von Telfastin Allergo, genau. Hat 10 Stück drin. Und von diesem nehme ich am Morgen, wenn ich aufstehe und meinen Kaffee trinke, nehme ich ein Stück von dem. Und dann bin ich den ganzen Tag glücklich. Also meine Nase läuft nicht, ich muss nicht niesen. Das ist wirklich super. Also brauche ich jeden Tag, wenn ich eben durch den Sommer bis im Herbst diese Allergie leider habe. Und ja, ohne diese, wenn ich diese nicht einnehme, dann ist es schlimm. Also bei schönem Wetter ist Katastrophe, dann muss ich immer niesen und meine Nase läuft und meine Augen kratzen. Ja, das ist super. Und dann muss ich euch schnell dieses zeigen, aber meinen Namen verdecken. Telfast Fexofenadium. Das war von Arzt, ist auch so ein Allergie-Tablettenmittel. 180 Milligramm, das andere war 120. Das bekommt ihr auch ohne Rezept. Und diese waren auch super, also von Telfast, genau. Habe ich jetzt auch aufgebraucht. Dann, was habe ich sonst noch, was ich euch zeigen kann? Kommen wir schon mal zu den Zähnen. Genau, und zwar habe ich aufgebraucht wie jeden Monat von Sensident diese Sticks. Und zwar einmal ISO 3 und einmal ISO 0. Und zwar waren die bei mir, habe ich aufgebraucht, sind jetzt 30 Stück drin und sind günstig bei Müller zu holen. Habe ich diese aufgebraucht und wollte mir diese nachholen. Und irgendwie haben sie bei diesen Sticks das untere Teil, wo man hebt und nachher so durch die Zähne geht, die Farbe geändert. Und ich hatte noch die alte Farbe und ich habe diese in jedem Müller gesucht und die alte Farbe natürlich nicht mehr gefunden. Und dann habe ich diese gefunden, aber die haben jetzt, glaube ich, von rosarot auf orange gewechselt, die Stickfarbe. Und dann, ja, ich habe so lange gesucht und sie endlich gefunden und jetzt benutze ich sie wieder. Genau, wir haben diese hier, sind toll. Dann etwas nicht so Tolles, was ich aber ausprobieren wollte, ist von Migros. Candida White Optic Insta Shine Stift. Das sieht so aus. Das hat so ein Pumpspenderteil hier. Und das sieht so aus. Ich hoffe, es flutscht nicht hier irgendwie etwas raus. Das ist so wie ein Pinsel für die Zähne. Und wenn ihr eure Zähne aufhellen möchtet, könnt ihr hier auf diesen Pumpdings drücken und dann kommt so eine blaue Flüssigkeit, eben wie ihr seht. Und dann könnt ihr so auf eure Zähne das drauf tun und das sollte die Zähne aufhellen. Leider muss ich sagen, von dieser hat es auch von Signal White, glaube ich, heißt es, auch einen Stick und dieser ist viel besser. Also dieser von Migros hat meine Zähne jetzt nicht aufgehellt, gar nichts eigentlich gemacht. War auch teuer, irgendwie 10 Franken oder so oder noch mehr und hat keinen Nutzen gehabt. Und ich habe mir jetzt wieder den von Signal Now geholt und mit dieser habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Also
ja, leider nicht so zu empfehlen, Migros. Genau, dann habe ich noch von iWhite Instant Teeth Whitening Toothpaste aufgebraucht. Diese Zahnpasta mit der Zahnbürste habe ich mir mal geholt von der Apotheke, weil die hatten so Werbung gemacht und ich wollte meine Zähne aufhellen. Die ist jetzt auch schon ein bisschen älter und aus diesem Grund wollte ich sie aufbrauchen. Und die war gar nicht gut, Leute. Das war wie Sand auf den Zähnen, so dieses Gefühl, so gar nicht gut. Und ja, ich habe sie leider jeden Tag verwenden müssen und die ist auch so von der Konsistenz so klebrig irgendwie, so gar nicht toll und hat auch nicht meine Zähne aufgehellt. Darum ich hole mir diese Marke nicht mehr. Ja, dann, was habe ich sonst noch? Für das Gesicht habe ich ein paar Sachen. Und zwar habe ich zweimal Balea pflegende Reinigungstücher für trockene und sensible Haut aufgebraucht. Diese hier, die brauche ich ja immer und hole mir diese auch immer nach. Ja, sind super, haben kein Parfüm und haben auch meine Haut nie irritiert oder meine Augen. Genau, super. Dann habe ich von Balea milden Reinigungsschaum mit Mandelblütenextrakt für trockene und sensible Haut aufgebraucht. Das ist so ein Reinigungsschaum, welches nachher das Make-up wegnimmt und das habe ich super gefunden. Aber ich habe gemerkt, dass dieser ein bisschen meine Haut austrocknet und aus diesem Grund bin ich froh, ist sie nun fertig und ich brauche jetzt andere Produkte. Genau. Aber so als Reinigungsgefühl ist Schaum super. Genau. Dann habe ich von Lidl, von der Eigenmarke Sien, das Micellenwasser sensitiv aufgebraucht für trockene und sensible Haut. Das kennt ihr ja, ich habe schon mal gezeigt. Ist auch so mit einem Pumpspender für die Watterondellen hier. Super, aber ich muss sagen, das ist nicht so gut für meine Augen, weil meine Augen sind sensibel und wenn ich ein bisschen zu viel von dem auf die Rondellen getan habe, haben meine Augen nachher gebrannt. Also ja, ich hole mir das nicht mehr nach. Ich habe jetzt eines, welches mir auch nicht so gut gefällt, gut, leider, aber das brauche ich auch auf und nachher möchte ich wirklich nur noch gute Produkte für die Augen holen. Ja. Dann habe ich noch zwei Produkte für das Gesicht und zwar einmal von Migros das I Am Sugar Peeling mit Erdbeersamen. Die waren neu, als ich diese gekauft habe und ich liebe Erdbeere, Leute, wie ihr ja vorhin schon gesehen habt beim Mandelbärchen oder ja. Und zwar habe ich mir eben das geholt, weil ich so gespannt war auf Erdbeere. Das gibt es nicht so viel in der Schweiz, diese Geschmacksrichtung. Und habe dies gebraucht. Schnell schauen. Der Geruch war gut, aber ein bisschen künstlich. Aber für als Peeling, so eben nach der Arbeit, ist das natürlich toll gewesen und ist auch eine kleine Packung, aber super. Ich mag die I Am Produkte. Genau, und dann habe ich noch von Balea DM Adventskalender den 2 in 1 Waschgel Augen Make-up Entferner aufgebraucht. Und dieser war, glaube ich muss schnell schauen. Ups. Immer dieses Rumspritzen hier. Ja, das war nicht so, ich weiß nicht so speziell irgendwie, hat auch nicht so einen Geruch oder so. Und ja, hat auch ein bisschen meine Haut ausgetrocknet. Genau. Dann, was haben wir sonst noch? Badeprodukte, genau. Kommen wir zu den Badeprodukten. Und zwar sind das viele Sachen. Ich muss schnell da alles nehmen hier. Genau.
Und zwar, wenn wir schon beim Adventskalender von Balea sind, habe ich das Schaumbad mit verwöhnendem Lavendel-Dufterlebnis aufgebraucht. Und das war super. Also Lavendelgeruch war perfekt. Das war auch so eine Reisegröße und genau, Lavendel mag ich und darum habe ich das auch gerne im Bad gebraucht. Dann habe ich von Balea die Cremedusche Vanille Kokos aufgebraucht. Die war so lecker, Leute. Also Vanille und Kokosnuss, schon die Duftmischung. Super. Also die ist mir auch nicht auf die Nerven gegangen, wenn ich sie lange gebraucht habe. Und die würde ich mir wieder nachholen. Also ja, wirklich. Es ist wirklich so Vanillecreme mit Kokos drin, so Vanillepudding. Genau. Dann habe ich von Balea wieder die Duschcreme Soft Cookie geholt, duftet nach Keksen und Schokodrops. Die war auch sehr lecker. Also, falls ihr Schokolade mögt, holt sie euch, falls es sie noch gibt. Und ja, war sehr lecker. Genau. Und ja, ich habe ja noch viel. Ich habe schon gedacht, vielleicht fertig oder so, aber. Und zwar von Isana die Badekristalle Ariel mit dem abenteuerlichen Duft nach Mango und Cassis. Das ist so Badesalz und das war so gut, Leute. Das hatte so, ja genau, so, das Wasser wurde orange, wirklich wie so Mango, wie eine Mango aussieht und die hat so gut gerochen. Ich habe ja noch ein paar von diesen Prinzessinnen-Editionen und ja, war super, Leute. Holt's euch, wenn ihr Ariel und so Disney-Prinzessinnen mögt und gemocht habt. Und dann habe ich von The Rituals The Ritual of Hammam Sea Salt Hot Scrub Warming Ginger and Eukalyptus aufgebraucht. Das war so ein Peeling für Bad oder Dusche. Oh, und der Duft war so gut, Leute. Also, falls ihr türkisches Bad mögt und Hammam eben gerne habt, dann müsst ihr euch das holen. Das war so lecker und so entspannend und eben schon die Ingwer und Eukalyptus, dieser Geruch erinnert schon an Hammam und Türkei und Entspannung und ihr könnt wirklich nach dem schon schön schlafen gehen und ja, war super. Genau. Gestern habe ich ein Bad genommen, zufälligerweise. Und dann habe ich das The Body Shop Starry Bath Bomb Love and Plums aufgebraucht. Das war so ein Badestern mit Zwetschge. Ja genau, Zwetschge oder Pflaume, sorry. Und das ist so vegan und ja, ich wollte einfach mal das verwenden von Body Shop, weil ich wusste nicht, dass Body Shop seit neuestem so Badebomben macht. Das kannte ich nur von Lush. Und aus diesem Grund war es reduziert und ich habe mir eins nachgeholt und habe es auch gestern ausprobiert. Das Wasser war wirklich so rosarot, so. Aber Geruch ist eigentlich nicht so viel gekommen, muss ich sagen. Aber die Farbe war toll, genau. Dann, ich habe noch so ein Produkt, welches ich nicht so zuordnen kann. Und zwar, obwohl doch, Moment, kommen wir zu den Nägeln. Und zwar habe ich von Ebelin Nagellackentferner acetonfrei den Kokosnussduft aufgebraucht. Den hole ich mir ja immer, ist nichts Spezielles, duftet nicht sehr nach Kokosnuss, finde ich, aber ist super für den Nagellack zu entfernen. Dann habe ich, schnell schauen, 4 Nagellacke hier aufgebraucht.
oder entsorgt, so gesagt. Und zwar einmal von Essence, den Active Whitener Base Coat Brightening. Diese kaufe ich mir immer nach, weil diese waren günstig oder sind günstig mit Zitronenextrakt und ja, einfach halt einen normalen Basecoat. Aber diese trocknen mir so schnell aus, ich weiß auch nicht, und man kommt nachher auch schwieriger ran an die Flüssigkeit. Und aus diesem Grund, ja, hole ich mir dann wieder nach neu. Genau. Und dann von Essence den Gel Look Plumping Top Coat 3D-Effekt. Dieser ist mir auch ein bisschen leider ausgetrocknet, aber hole ich mir eben auch wieder nach. Dann von Essie den weltberühmten Blanc. Ja, ist leider auch ein bisschen ausgetrocknet und hat nicht mehr viel und deckt nicht mehr gut. Auch in 2 Schichten nicht, und aus diesem Grund entsorge ich diesen. Und dann, Leute, das war mein Lieblingsnagellack. Ich habe den so oft gebraucht, aber jetzt ist er langsam trocken geworden, wie die anderen eben Top- und Basecoats. Und zwar von Essence, denn, ich muss schnell schauen, 36 Dairy Nude. Die Farbe, Leute, ist so schön natur, und ihr habt diesen auf den Nagel drauf getan und für mich war das so klassisch, schön, natürlich, elegant, weil es war fast wie die natürliche Nagelfarbe, aber man hat gesehen, es ist Nagellack drauf. Und für die Arbeit oder für die Schule oder jetzt allgemein, wo so natürliche Farben in sind, auch bei den Kleidungen und so, kann ich diesen Nagellack empfehlen. Ich weiß halt nicht, das ist eine ältere Edition von Essence, ob es diese Farbe auch in den neuen Fläschchen gibt. Müssen mal schauen gehen, aber das war super, diese Farbe. Ich habe die wirklich bis zum Schluss nonstop getragen, und zwar Wochen hintereinander, und mir ist diese Farbe nie auf den Nerv gegangen, wirklich, Leute, also holt euch diese Farbe. Genau, und dann habe ich jetzt noch 3 Produkte, und zwar, wo fangen wir an? Genau, von L'Oréal Paris, die Mascara Lash Paradise, diese hier. Alle schwärmen ja von dieser, und ich muss euch sagen, die hat mir gar nicht gefallen, Leute. Ich weiß nicht. Ich liebe eigentlich L'Oréal Paris Mascaras, aber diese war gar nicht meins. Pinselchen sieht so aus. Nichts Spezielles jetzt. Und ich muss euch sagen, ich habe die gebraucht auf meinen Wimpern und meine Augen haben so gekratzt, Leute. Das war nicht normal. Also ich dachte zuerst, das ist von der Allergie draußen bei schönem Wetter und so, das Kratzen. Und ich habe mir nachher mal gesagt, also ich habe sie täglich gebraucht bei der Arbeit, Schule und so. Und das Kratzen hat mich so genervt, und ich habe mir mal gesagt, okay, jetzt machst du mal eine Pause und holst dir jetzt eine neue Mascara, aber eine teurere, zum Vergleich, ob es von der Mascara oder von draußen ist. Und ich habe mir dann von Lancôme eine geholt und verwende jetzt auch diese, habe ich auch jetzt drauf. Und ich muss sagen, das Kratzen habe ich nicht mehr. Also das Kratzen ist wirklich von dieser Mascara gekommen, und ich habe nachher den Code von diesem da eingescannt und geschaut, ja, ob irgendwie etwas drin ist, was nicht gut ist, und es sind schon ein paar Sachen rausgekommen, und ich muss sagen, also ich hatte das noch nie erlebt, dass von L'Oréal eine Mascara so kratzt bei mir, und die hole ich mir definitiv nicht mehr nach, Leute. Und die hat auch nicht viel gemacht, irgendwie Volumen oder Länge und so, die ist gar nicht meins, Leute, gar nicht. Ich möchte sie gar nicht sehen, wirklich.
Und dann habe ich noch eine Handcreme von Spa Jalen Ayurveda, die Brightening Hand Cream mit White Tuberose aufgebraucht. Die sieht so aus. War ein Geschenk. Ich muss mal schauen, wie der Duft war. Ah ja, der Duft war mir ein bisschen zu extrem künstlich. Also ja, ich habe diese geschenkt bekommen. Ich war gespannt auf diese Marke. Und ich hatte auch so Duschgele und so Cremen und so von dieser Marke und die waren viel besser als diese Handcreme. Also ich habe die jeden Abend aufgebraucht vor dem Schlafengehen und der Geruch hat mich jedes Mal gestresst und ich war froh, war sie fertig. Und sie war halt auch nicht so groß, aus diesem Grund ist sie nachher auch schneller fertig geworden. Und ah ja, was ich noch sagen wollte ist, ihr müsst viel von dieser Creme drauf tun auf die Hände, damit es überhaupt eine Wirkung gab. Also ja, es gibt viel bessere Cremen zu einem besseren Preis als dieses hier. Und kommen wir mal zum letzten Produkt und zwar ist das ein Deo von Rexona, habe ich von der Türkei geholt, das Natural Fresh Şeftali Limon Otu. Das ist Nektarine mit Zitronengras Geschmack, Geruch. Genau, hat so ausgesehen. Ja, ich habe viel mehr erwartet von dieser Duftrichtung. War jetzt nicht der Burner, aber Rexona wirkt bei mir sehr gut. Von dem her ja, habe ich es einfach aufgebraucht. Aber schade, hat es auch nicht so toll gerochen oder so. Genau. Ja, meine Lieben, das war mein Video. Ich hoffe, das Video ist nicht so lange geworden. Keine Ahnung, muss ich noch sehen, wie lange. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß, ihr habt euch gefreut. Ist ein neues Video wieder hier. Ich habe mich gefreut. Und ja, ich werde natürlich jetzt in nächster Zeit wieder mehr Videos machen. Und ja, ich hoffe, euch geht's gut, ihr seid gesund und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Tschüss, meine Lieben.